los jetzt auf Gregor Steinfeld? Er kam vorhin aus Assis Box. Vermutlich wollte er sehen, ob das Pferd gut in Form ist. Ja, vermutlich. Wie wär's denn, wenn ich eine Zeit lang für uns das Geld verdiene? Weiß nicht. Naja, wir wollen doch in Zukunft alles teilen. Wieso dann nicht auch das Geld? Meinst du, das geht? Na klar, warum denn nicht? Wir können es doch probieren. Und ich nehme mir auch die Freiheit heraus, das zu tun, wonach mir der Sinn steht. Lassen Sie den Scheiß. Na, Hauptsache, Sie haben alles erledigt. Das Pferd ist für das morgige Rennen bestens präpariert. Christoph wird sicher maßlos enttäuscht sein von seinem ach so guten Sohn. Ich freue mich schon auf die Gesichter der beiden. Allein diese Vorstellung hält mich am Leben. Die Einsätze werden ab sofort zurückgezahlt. Die Quoten verändern sich dementsprechend. Favorit des 4. Rennens ist nun Silberpfeil. Was hat es mit dem plötzlichen Rückzug auf sich? Diese Frage ist ja wohl rein rhetorischer Art, oder? Dein windiger Sekretär hat Aziz ein illegales Aufputschmittel verabreicht. Und darauf ist er bestimmt nicht von allein gekommen. Aufputschmittel, bist du sicher? Na, nun tu doch nicht so überrascht. Aber Henning, ich bin völlig... Du wolltest mich bei der Rennleitung wegen Dopings anzeigen. Keine schlechte Idee eigentlich. Zu dumm nur, dass ich es gemerkt habe. Das muss ich mir nicht anhören. Aber sag mal, warum startet Aziz nicht? Ja, warum habt ihr ihn so plötzlich aus dem Rennen genommen? Hat das was mit dem Jockey zu tun? Nein. Aziz ist, sagen wir mal, etwas übermotiviert. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, welche Musik ich zu hören habe. Schon gar nicht von Ihnen. Ich krieg gleich eine Krise. Machen Sie den Scheiß aus, das kann ich mir nicht anhören. Was wird Ihnen wohl nicht anderes übrig bleiben? Oh, tolle Musik, Frau Schneider. Ich hol mir was zu essen. Willst du auch was? Ja. Das heißt, nein, ich komme mit. Das Gejammer kann man ja nicht aushalten. Ja, wollen wir zum Italiener? Von mir aus. Buon appetito. Ciao. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, wir sind fertig. Oder möchtest du noch was? Nee, danke. Was ist denn los mit dir? Ich find's einfach komisch, bedient zu werden wie der Graf persönlich. Die Angestellten hier haben mehr auf dem Konto als ich. Das wird sich sicherlich bald ändern. Hoffentlich. Ich möchte endlich mit dir zusammenziehen. Eins nach dem anderen. Ich muss auch noch ein bisschen Geld sparen für meine Ausrüstung. Schließlich muss ich auch mal an meine Karriere denken. Nee, ist klar. Ist ja auch wichtiger. Ach, was soll das denn jetzt schon wieder? Entschuldige, dass ich so schlecht drauf bin, aber es frustriert mich total, so überflüssig zu sein. Du findest einen Job, da bin ich ganz sicher. Das glaube ich ja auch. Fragt sich nur, was ich wirklich will. Einen Schritt weiter bist du ja. Immobilienmakler ist nichts für dich. Nee, das haben wir wirklich rausgefunden. Ich möchte einen Job, der mir Spaß macht, der mich fordert. Und bei dem ich keinen abzocken muss. Damit entfallen einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel Finanzbeamter, Buchmacher. Ja. Ja, wirklich zu schade. Frau Lammers, Frau Sander möchte Sie gerne sprechen. Oh, sie soll reinkommen. Tag. Hallo. Ich hoffe, ich störe Sie nicht beim Essen. Nein, wir sind fertig. Na gut. Ich möchte Ihnen nämlich einen Vorschlag machen. Na, so ganz tanzt die Schneider ja wohl doch nicht nach deiner Pfeife. Mir ist jetzt doch eher nach Sushi. Was mit dir? Sushi ist okay. Wow. Was wow? Der Typ oder der Wagen? Eifersüchtig. Und so ist es bestimmt nicht. Also ich meinte den Wagen. Ich stehe auf diese alten Ami-Städten. Die Karre hält doch nur noch der Rost zusammen. Wenn der mal richtig aufs Gas will, kann er danach mit den Füßen bremsen. Also ich finde, der Wagen ist noch ganz gut im Schuss. Wirst schon sehen. Oh, muss das sein? Männer und ihre Spielzeuge.
das war wohl nichts. Das ist ja mal wieder typisch für Clarissa, dass sie sich nicht selber die Finger schmutzig macht, sondern ihren Sekretär vorschickt. Wetten, dass er bald ihr Ex-Sekretär ist? Ja, das ist schon möglich, aber das ist mir völlig egal. Wichtig ist, dass deine Umsicht das Gestüt gerettet hat. Ein Dopingskandal hätte uns sehr geschadet. Ich wollte noch mal zu Mama fahren. Sie sah sehr mitgenommen aus. Och, das musste nicht. Sie war nur müde. Was ist, trinken wir noch was? Auf Clarissas Niederlage? Ja, warum nicht? Also ich möchte mich zuerst mal frisch machen. Ja, ich auch. Also dann bis gleich. Bis gleich. Kolja? Gern. Clarissa kann einem aber auch alles vermiesen. Ich hatte mich so darauf gefreut, Assis mal wieder laufen zu sehen. Mich ärgert, dass wir nichts gegen Clarissa und ihren Sekretär in der Hand haben. Obwohl wir genau wissen, dass Steinfeld dieses Mittel in Assis Futter getan hat. Selbst wenn er aufgrund von Carolins Zeugenaussage gestehen würde. Der Ruf des Gestüts wäre auf Jahre beschädigt. Und Clarissa hätte wieder erreicht, was sie wollte. Ich sag ja nur ungern etwas Positives über sie, aber diese Idee war clever. Nur, du warst cleverer. Eigentlich sollte ich Sie auf der Stelle entlassen. Frau Arnstedt, ich kann nur noch mal wiederholen. Ich weiß, dass Sie niemanden gesehen haben. Aber wahrscheinlich waren Sie nicht zu überhören. Oder hatten Sie wenigstens im Stall Ihr Niesen unter Kontrolle? Für meine Allergie kann ich ja nichts. Aber es war außer mir niemand da. Dann frage ich mich, wie Henning herausfinden konnte, dass Aziz gedopt war. Vielleicht haben Sie sich auffällig benommen. Passen Sie auf, was Sie sagen. Erst simpelste Aufgaben verpatzen und dann mir die Schuld geben? Also wirklich, Sie haben Nerven. Es war ja nur eine Überlegung. Verschwenden Sie Ihre Gedanken lieber darauf, ob Sie nicht doch gesehen wurden. Was ist eigentlich mit dem Lieferanten des Mittels? Kann an der Stelle vielleicht was durchgesickert sein? Unmöglich. Ja, also trifft niemanden die Schuld. Wahrscheinlich wollen Sie mir gleich einreden, dass Henning über hellseherische Fähigkeiten verfügt. Nein, aber ich bin mir keines Fehlers bewusst. Es ist ja vorgewarnt. Das wird es noch schwieriger machen, ihn loszuwerden. Wenn man es ein bisschen geschickt anstellt, dann... In Zukunft achten Sie darauf, dass Sie Ihre Aufgaben ohne Fehler erledigen. Sonst lernen Sie mich noch von der anderen Seite kennen. Ich bräuchte mich also nur um die Fotos und die Motivauswahl zu kümmern. Für die Gestaltung des Kataloges sowie Vertrieb und PR ist meine Agentur zuständig. Vorausgesetzt natürlich, dass ein Vertrag zustande kommt. Bisher haben wir nur den Auftrag, das Produkt angemessen zu präsentieren. Auf so einen Auftrag warte ich schon ewig. Moon ist einer der größten Modekonzerne Amerikas. Die haben hohe Ansprüche. Ich habe zwar schon Katalogbilder gemacht, aber bisher hing noch nie so viel davon ab. Dann nehmen Sie es doch als große Herausforderung. Ich kenne doch einige Ihrer Arbeiten und halte Sie für sehr talentiert. Trotzdem, wenn irgendwas schief geht. Wird's schon nicht. Vielleicht ist es ja sogar ganz gut, dass Sie keine typische Modefotografin sind. Dann kann ich davon ausgehen, dass Sie keine langweiligen Standardfotos machen. Das bestimmt nicht. Kommen Sie, Jackie, sagen Sie zu. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Okay. Schön. Könnten Sie mir denn schon einen Gefallen tun? Ja? Ich habe heute einen etwas vollen Terminkalender. Würden Sie so freundlich sein, Herrn Hächenbach vom Flughafen abzuholen? Na klar, gern. Dann haben Sie bei mir schon was gut. Hier ist ein Zettel mit Flugnummer und Ankunftszeit. In Ordnung. Sie können sich auf mich verlassen. Schön. Wiedersehen, Frau Sander. Wiedersehen, Jackie. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit. Frau Sander, Hauptmann? gute Heimfahrt. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch. Ich fasse es nicht. Ich soll für Moon arbeiten. Meinst du, das schaffe ich? Ach, Jackie, na klar. Frau Sander hätte dir den Job nicht angeboten, wenn sie dir es nicht zutrauen würde. Die Frau kennt sich in dieser Branche aus. Wenn du dich jetzt nicht so viel freust, ne? Dann Tu ich doch. Ja, geht doch. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du mir, was ich machen soll. Aber du musst dich doch erst mal um deinen Job kümmern. Mein Job? Um welchen Job? Betrachte mich so lange als deinen treuergebenden Assistenten und Berater. Du bist süß. Ich weiß. Du, ich kann Hächenbach gar nicht vom Flughafen abholen. Ich muss ein Shooting vorbereiten. Wo ist denn das Problem? Ich bin der weltbeste Abholer. Wie
kann man sich über ein verlorenes Ampelrennen nur immer noch so aufregen? Ich rege mich nicht auf, ich trainiere. Warum gibst du nicht einfach zu, dass der Typ in dem Ami-Schlitten besser fährt als du, ha? Weil das nicht stimmt. Ich habe nur verloren, weil die Karre von der Schneider an Automatik war. Na klar. Hi. Hallo? Na, das ist ja ein Zufall. Ihr wart doch die an der Ampel neben mir, oder? Ja. Und du bist ja trotz deines Papis Wagen, ne? Das Auto gehört mir. Ich bin Daniel. Steffi, hallo. Und wer bist du? Ein Herausforderer. Du hast so Schiss, gegen mich zu boxen. Mann, Dennis, kannst du nicht einfach mal Hallo sagen? Hallo, was ist jetzt? Warum sollte ich gegen dich boxen? Revanche. Ja, also gegen eine Revanche habe ich nichts. Aber lass uns doch lieber ein zweites Autorennen machen. Du hast Schiss, hab ich's doch gewusst. Nein, aber es wäre ein ziemlich unfairer Kampf. Ich vermute mal, dass ich einfach besser bin als du. Du hast Angst zu verlieren, das ist es. Gott, das Macho-Gequatsche höre ich mir nicht länger an. Hey, sehen wir uns nachher? Ich gehe ins No Limits. Du kannst danach kommen, wenn du wieder normal bist. Hey, was ist? Traust du dich? Kann ich Ihnen etwas anderes bringen? Nein, danke. Clarissa, ich bin völlig am Ende. Damit erzählt sie mir nichts Neues. Dennis bringt mich noch zur Weißglut. Und? Na, so schlimm wird's schon nicht sein. Ihr übernachtet im Penthouse und gebt mit deinem Wagen an. Die Situation lässt sich doch aushalten. Es kommt noch besser. Jetzt geht auch noch Steffi im Penthouse ein und aus, weil Dennis ihr den Schlüssel gegeben hat. Endlich mal eine gute Nachricht. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Bitte? Wenn Steffi jetzt zu dieser kleinen Nervensäge übergewechselt ist, wird es meinem Lieblingsnerven Nick ganz und gar nicht gefallen. Wen interessiert denn jetzt Nick? Sag mir lieber, wie ich Steffi wieder loswerde. In ihrer Anwesenheit ist Dennis noch unerträglicher als sonst. Er will sich vor ihr profilieren. Lass ihn doch. Ich halte diesen Zirkus nicht mehr aus. Gegen das, was dich erwartet, wenn deine Fahrerflucht bekannt wird, ist diese Situation geradezu paradiesisch. Na, das Paradies stelle ich mir anders vor. Wie oft muss ich dich noch daran erinnern, was dir blüht, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung samt Verurteilung kommt? Ja, das weiß ich doch selbst. Dann ist ja gut. Dann noch viel Spaß. Ich wollte noch gar nicht gehen. Doch, wolltest du. Und wenn du wieder Probleme mit deinem Kindergarten hast, verschon mich. Haben Sie das alles notiert, Joachim? Ja, das brauche ich auch. Was heißt hier wozu? Überlassen Sie bitte mir, wie ich die Farbe herstelle, ja? Es kommt jemand. Das war ohnehin alles, also bis dann, wiederhören. Einen Moment, bitte. Herein. Störe ich? Nein, ich wollte nur das Kapitel zu Ende lesen. Was gibt's? Für mich? Ja. Du musst mir nicht dauernd was schenken. Bitte nimm es an. Dein Hinweis hat mich und meine Familie vor einem Dopingskandal bewahrt. Das ist doch nicht nötig. Bitte. Na gut. Henning. Die ist wunderschön. Ich weiß. Diese Kette gehörte meiner verstorbenen Mutter. Die bedeutet dir doch sicher sehr viel. Genau deswegen schenke ich sie dir. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Sehen wir uns nachher beim Abendessen. Also dann, bis später. Box mir doch mal nicht! Ich guck wohl noch in meine Familie erst. Kraft? Davon habe ich bisher nichts gemerkt. Nur schwer nicht! Wie lange gibt dir dieser Hallenposten? 5, 6, 7, 8, 9, aus! Hey, ist okay? Hey! Oh, Schlagmann. Ja, wie gesagt. Lass mich in Ruhe! Wie du willst. Das war nur Glück. Beim nächsten Mal gehst du K.O. Wenn du dich überhaupt noch mal traust, gegen mich anzutreten. Jederzeit. 2 Whisky.
Canadian, Bourbon, Scotch oder Malt? Scotch. Gute Wahl. Hi. Na, wie ist es gelaufen? Da ist er. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ja, ist er auch. Was trinken? Mineralwasser. Jackie, ich habe ihm erzählt, dass ich in der Agentur von Frau Sander arbeite. Ich dachte, das klingt besser, als ihm zu sagen, ich sei der Freund der Fotografin. Gute Idee. Muss ich dich jetzt siezen? Nein. Komm, dann wollen wir beide. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Hilchenbach ist locker. Herr Hilchenbach, das ist Frau Lammers, die Fotografin. Guten Abend. Entschuldigen Sie die Verspätung. Das machen wir jetzt. Kommen wir gleich zur Sache. An was für eine Location haben Sie gedacht, Frau Lammers? Location. Naja, da gibt's mehrere Möglichkeiten. Frau Lammers favorisiert aber das Schloss Friedenau. Ja. Ein Schloss. Ja, Frau Lammers findet es ganz interessant, mit dem Kontrast zwischen junger Mode und historischem Ambiente zu spielen. Genau. Ja, das könnte wirken. Das ist sogar sehr gut. Der Besitzer ist einverstanden? Da sehe ich keine Probleme. Gut. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen, ich muss in New York anrufen, um das zu klären. Oh, danke, dass du mir da rausgeholfen hast. Aber was machen wir, wenn die Anstädtens was dagegen haben? Warum sollten Sie? Naja, Barbara ist bestimmt nicht begeistert, wenn die Konkurrenz Katalogbilder auf Friedenau machen lässt. Jackie Moon ist keine direkte Konkurrenz. Die haben einen viel jüngeren Stil und auch ein jüngeres Publikum. Na, du musst ja wissen. Entschuldige mal, ein bisschen kenne ich mich mit Mode auch aus. So habe ich das auch nicht gemeint. Ich habe halt nur Angst, dass die von Anstädtens Nein sagen. Okay, es war falsch, Friedenau einfach so ins Rennen zu bringen. Aber wenn die ablehnen, wir können uns immer noch eine Alternative überlegen. Wir können keinen Rückzieher machen. Es wirkt total unprofessionell. Wir können jetzt nur noch die Daumen drücken. Okay, dann halte ich mich eben aus deinem Auftrag raus. Hier steht's. Graf von Anstetten war kurzfristig gezwungen, den Favoriten Aziz aus dem Rennen zu ziehen, weil der Jockey an einer Magenverstimmung litt. Originelle Ausrede. Haben Sie sich schon was einfallen lassen, wie Sie Ihren Fehler wieder gut machen können? Frau von Anstetten, ich kann nur noch mal wiederholen, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ach, geschenkt. Aber bitte. Der junge Herr von Anstetten möchte Sie sprechen. Ich lasse bitten. Wir reden später. Bleiben Sie ruhig hier. Guten Morgen, Henning. Ich nehme an, du möchtest dich für dein schlechtes Benehmen gestern auf der Rennbahn entschuldigen? Genauso wenig, wie du zugeben willst, dass du unseren reizenden Herrn Steinfeld hier dazu veranlasst hast, Aziz ein illegales Aufputschmittel zu verabreichen. Aber Henning, du hast eine blühende Fantasie. Die kannst du nicht von Christoph haben. Gregor würde so etwas nie tun. Er liebt Pferde. Sehr sogar. Wir wissen doch beide. Du wolltest dem Gestüt schaden und mich vor Christoph blamieren. Fällt dir nichts Besseres ein, als mir dauernd abstruse Sachen zu unterstellen? Clarissa, wenn du so rein gar nichts mit der ganzen Sache zu tun hast, dann wird es dich ja sicherlich freuen zu hören, dass ich für Aziz mehrere Zuchtverträge abschließen konnte. Und das, obwohl er bei dem Rennen gar nicht gestartet ist. Natürlich freut mich, das zu hören. Mich auch. Und Christoph noch viel mehr. Sein Vertrauen in mich ist dadurch noch weiter gewachsen. Ich bin mir sicher, du bist darüber genauso glücklich wie ich. Ich sehe schon, deine Freude überwältigt dich geradezu. Also dann, guten Appetit. Wenn ich mich revanchiere, wird Henning bald gründlich der Appetit vergehen. Ich bin so froh, dass Henning einverstanden ist. Triffst du dich mit Hilchenbach? Um 11. Er wollte noch eine Runde joggen. Sag mal, hast du heute noch was Besonderes vor? Hier stehen zwar interessante Jobangebote drin. Kann ich mich nachher ja noch vorstellen. Kannst du das nicht verschieben? Warum fragst du? Wegen Hilchenbach. Ich habe totale Panik, dass ich irgendwas falsch mache. Und du hast so einen guten Draht zu ihm. Kannst du nicht vielleicht mitkommen, dann wäre ich viel ruhiger. Mach das doch besser selbst. Das ist dein Auftrag. Also gut. War ja auch nur so eine Idee. Einen Job zu finden, ist für dich natürlich im Moment wichtiger. Nein, du bist das Wichtigste. Und wenn ich dir helfen kann, dann komme ich natürlich mit. Die Stellenangebote kann ich auch später reagieren. Wirklich? Ja. Danke. Aber wenn du lieber doch nach einem Job schaust, ich wäre dir nicht böse. Der Termin mit Hilchenbach, der dauert sicher nicht so lange. Und die Firmen kann ich später anrufen. Ist das wirklich okay für dich? Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ja. Gut. Aber du darfst nur unter einer Bedingung mitkommen. Bevor du Hilchenbach wieder einen Vorschlag machst, frag mich. Wer wollte denn, dass ich unbedingt mitkomme?
Du? Wieso? Na ja, gut, dann verspreche ich mich, diesmal zurückzuhalten. Noch eine? Ja. Dann zeig mal, was du hast. Du zuerst. Okay. 20. Die Firma dankt. Moment, nicht so schnell. 21. Oh, schon wieder. Sollen wir noch eine Runde? Doppelter Einsatz? Mhm. Okay. Mist. Ob ich mir was aus dem Klingelbeutel leihe? Hallo, ich suche den Pfarrer. Der ist unterwegs. Komm doch später noch mal wieder. Falls ich verliere, kriegst du die Kohle morgen, okay? Kann ich vielleicht hier warten? Nichts für ungut, aber ich kenne dich nicht und der Pfarrer hat's nicht gern, wenn Fremde hier rumhängen. Daniel! Hey, Tilman. Hey, das ist eine Überraschung. Wie geht's dir? Ach, übrigens, bevor ich es vergesse. Ich habe Jackie erlaubt, auf Friedenau Fotoaufnahmen für einen amerikanischen Modekonzern zu machen. Alles, was Friedenau anbelangt, entscheidest du ganz allein. Diese Kette steht Ihnen ausgezeichnet, Frau Odenthal. Es ist sicher im Sinne meiner verstorbenen Frau, wenn Sie sie jetzt tragen. Sie haben uns sehr geholfen. Henning hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen, nicht ich. Herr von Anstetten, Frau Lamers und Herr Brockmann warten in der Halle. Ja, gut. Ich komme, ja? Grüß Barbara von mir, ja? Mach ich. Henning hat mir von den Bildern erzählt, die Sie für Friedenau ins Auge gefasst haben. Und? Was halten Sie von meinen Vorschlägen? Ich bin begeistert. Deswegen würden wir uns bei der Auswahl voll und ganz auf Sie verlassen wollen. Danke für Ihr Vertrauen. Darf ich Ihnen noch etwas ganz Persönliches sagen? Ja, bitte. Ich freue mich, dass Sie sich mit Henning so gut verstehen. Angenehm. Hilchenbach. Frau Lamers hat mir erzählt, dass der Konzern, für den Sie tätig sind, auch auf dem deutschen Markt Fuß fassen will. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Danke. Wir sind sehr optimistisch. Der deutsche Geschmack orientiert sich doch sehr am amerikanischen. Ich denke, mit einer guten Einführungskampagne haben wir exzellente Chancen, uns auch hier zu behaupten. Ja, Sie können sich auf dem Schloss umsehen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mich, ja? Gern, danke. So, ich schlage vor, dass wir in den Salon gehen. Dort können wir in Ruhe über das Konzept sprechen. Ach, wissen Sie was? Mir wäre es lieber, wenn Ihr Chef mich erst einmal durch das Schloss führen würde. Wollen wir, Herr Brockmann? Hi. Hi, Dennis. Gut, dass du vorbeikommst. Ich muss dir unbedingt jemanden vorstellen. Danke, mein Bedarf an neuen Bekanntschaften ist vorläufig gedeckt. Was ist los? Ich habe gegen so einen Angeber beim Boxen verloren. Ja, sowas passiert. Das ist kein Grund, sich zu ärgern. Du hättest den Typen sehen sollen. Genau die Sorte, die ich nicht leiden kann. So einer, der von Papi alles geschenkt bekommt und sich nie anstrengen muss. Ja, aber ganz so kann es nicht gewesen sein. Beim Boxtraining muss er sich zumindest reingehängt haben, sonst hätte er dich nicht besiegt. Das war Zufall. Ich habe eine Sekunde nicht aufgepasst. Ich hab dir gesagt, du musst auf deine Deckung aufpassen. Genau das habe ich vor. Hast du Zeit, heute Nachmittag zu trainieren? Ich brenne auf eine Revanche gegen diesen Angeber. Schon. Aber es gibt da jemanden, der dich viel besser trainieren kann als ich. Von mir aus, wenn er was drauf hat? Das Faust ist in Ordnung. Und der trainiert dich bestimmt gratis. Ach nee. Das ist Daniel, dein zukünftiger Sparingspartner, mein Neffe.